Heute sprechen wir darüber, was uns ein 3-Tagestrip nach Wrocław bzw. auf Deutsch Breslau gekostet hat. Das und vieles mehr gleich nach dem Intro. An dieser Stelle auch nochmal Hallo und herzlich willkommen auf meinem YouTube-Kanal. Ja, wie gerade erwähnt, sprechen wir über die Kosten, die wir in Wrocław hatten oder über die Allgemeinkosten, was uns so ein 3-Tagestrip nach Wrocław oder auch Breslau gekostet hat. Und ja, aber vorher muss man natürlich auch noch sagen, dass wenn man über solche Preise spricht, die Preise können selbstverständlich variieren. Es gibt ja verschiedene Typen von Urlaubsmensch, so nenne ich das jetzt einfach mal, die auf verschiedene Art und Weise ihr Urlaub verbringen. Wir zum Beispiel sind mehr so diese ruhigeren Typen. Wir müssen nicht jede Touristenattraktion machen. Wir sind mehr so die sich die Stadt anschauen. Wir laufen ein bisschen durch die Gegend, gehen in verschiedene Restaurants, lernen die Kultur vielleicht ein bisschen kennen, gehen in Museen rein. Das ist so für uns, was uns Spaß macht. Und dann gibt es natürlich auch die Leute, die jede Sightseeing-Tour machen und gehen in jede Attraktion, die es gibt, gehen die rein, um irgendetwas erleben zu können. Ist ja auch vollkommen in Ordnung. Bei den Kosten, die ich jetzt hier nenne, muss man immer sehr, sehr viele Sachen individuell betrachten. Aber natürlich kann man da vielleicht das ein oder andere sich abschauen. Okay, mehr oder weniger kostet das so viel. Und deswegen wollte ich euch auch meine Kosten einfach vorstellen, was wir für diesen 3-Tagestrip bezahlt haben. Und ja, ich würde sagen, natürlich der Hauptpreis ist, denke ich mal, Anfahrt und Hotel bzw. Unterkunft. Für die 3 Tage in Breslau haben wir jetzt 552 Zloty und 31 Groschen bezahlt, was auf den Euro 126 Euro sind und 97 Cent. Ich habe jetzt bei den Preisen immer den Kurs 1 Euro sind 4,35 Zloty genommen, da das ungefähr so der Zloty-Euro-Preis ist. Habt ihr schon mal vielleicht so einen Eindruck, was so eine Unterkunft kostet? Man muss auch sagen, dass die Unterkunft im Gegensatz zu den anderen Unterkünften in dieser Gegend sehr günstig war. Wir waren mitten im Zentrum von Breslau. Ich habe auch ein Video dazu gemacht, den Link packe ich euch auch in der Videobeschreibung rein. Da erfährt ihr auch noch, wie ihr Rabatt auf dieses Apartment kriegt. Aber schaut euch einfach das Video an, da erfährt ihr auf jeden Fall mehr zu diesem Thema. Und man muss sagen, dass diese 550 Zloty, also grob 550 Zloty, schon günstig war im Gegensatz zu den ganzen anderen Apartments. Sonst musste man immer so mit 700, 800 Zloty rechnen für 3 Tage. Man muss auch in diesem Fall bedenken, dass wir da zur Weihnachtszeit waren. Also das kann natürlich sein, dass da die Preise vielleicht ein bisschen höher waren wie gewöhnlich. Aber das war uns schon von vornherein klar, das muss man auch bedenken. Auch was ihr dann bedenken müsst, was ganz, ganz, ganz wichtig ist, wenn ihr in Breslau seid, im Zentrum, ihr müsst an euch um einen Parkplatz kümmern. Also man hat im Zentrum sehr, sehr, sehr wenige kostenlose Parkplätze und wenn es die gibt, dann werden die mit sehr großer Wahrscheinlichkeit weg sein. Vielleicht von den Einwohnern, vielleicht von Leuten, die die Stadt besser kennen und wissen auch, wo die parken können, kostenlos. Ich weiß, wenn jemand ein Elektroauto fährt, da gibt es auch sehr, sehr viele Elektroparkplätze, die kostenlos sind. Ich denke mal, die meisten von uns fahren ganz normalen Benziner oder Diesel. Da müsst ihr euch halt um einen Parkplatz kümmern. Zum Beispiel, wir hatten jetzt für die 3 Tage, das heißt, wir sind auf den Sonntag angekommen und sind also Sonntagabend angekommen oder Nachmittag und sind auf den Mittwochmorgen wieder zurückgefahren. Haben wir jetzt für diese ganzen 3 Tage 169 Zloty bezahlt, was umgerechnet 38,85 Euro sind, so ungefähr. Man muss auch sagen, wie gerade erwähnt, wir sind auf den Sonntag angekommen. Eigentlich hätten wir den Sonntag auch zahlen müssen, habe ich nicht gewusst. Ich bin erstmal Montagmorgens rausgegangen zum Auto, um halt ein Parkticket zu kaufen. Dann habe ich halt an der Parkuhr gesehen, ach, dass 7 Tage, 24 Stunden bezahlt werden muss. Okay, Sonntagabend hat mir jetzt keiner ein Ticket gegeben. Damit habe ich vielleicht dann die paar Zloty bezahlt. Aber laut der Parkuhr ist es dann auch so, man muss so ungefähr mit 78 Zloty pro Tag rechnen, wenn ihr jetzt auf der Straße parkt, also ganz normal über Parkticket und alles. Ich finde, das ist, ja, es ist in Ordnung dafür, dass wir mitten im Zentrum waren. Wir haben an der Straße so geparkt, dass wir es vielleicht 20 Meter zu unserem Apartment hatten. Wir waren ganz, ganz, ganz nah an unserem Apartment. Wir waren auf der
Ruska-Straße. Und ja, somit war das auch dann für uns okay, dann die knapp 170 Zloty dafür zu bezahlen. Ja, und dann natürlich hatten wir dann auch noch die Hinfahrt von Łódź nach Wrocław. Die hat uns natürlich auch ein bisschen was gekostet. Das sind so, ich sage jetzt mal ganz grob 250 Kilometer eine Strecke. Ja, und somit hatten wir dann auch Hin- und Rückfahrt tankt für 286 Zloty und 27 Grosze, was umgerechnet ungefähr 65 Euro sind und 81 Cent. Ja, wie gesagt, also das sind auch individuelle Preise mit dem Sprit. Wo wir auch wieder zurück angekommen sind, hatten wir natürlich ein bisschen noch was im Tank drin. Ich spreche da aus Erfahrung, dass so ungefähr auch so diese Preise sind. Also wir zahlen immer so ungefähr um die 250 Zloty, wenn wir immer nach Breslau fahren. Ja, wie dann auch gerade erwähnt, waren wir mitten im Zentrum auch, auf dem Weihnachtsmarkt. Wir sind noch ein bisschen durch den Weihnachtsmarkt spazieren gegangen. Das Video zum Weihnachtsmarkt packe ich euch dann auch gleich in der Videobeschreibung rein. Dann könnt ihr euch das vielleicht auch anschauen, wenn ihr Lust habt. Ich habe auch einen Livestream dazu gemacht. Dann kriegt ihr auch ein bisschen was mit, wie es in Breslau ist, auf dem Weihnachtsmarkt. Für mich persönlich mit einer der schönsten Weihnachtsmärkte, die ich je gesehen habe. Ist jetzt nicht der allergrößte. Laut Internet soll das der größte sein. Finde ich jetzt nicht, aber der ist wirklich traumhaft schön. Schaut euch das auf jeden Fall an, wenn ihr mal ein bisschen Zeit habt. Ich weiß, die Weihnachtszeit ist vorbei, aber ihr werdet es auf jeden Fall nicht bereuen. Ja, dann wie gesagt, sind wir dann dort spazieren gegangen, haben uns da so ein bisschen umgeschaut. Natürlich, die Preise sind dort auch jetzt nicht die günstigsten. Ich meine, ein Glühwein hat dort, wenn ich das jetzt richtig im Kopf habe, um die 15 Zloty gekostet, plus eventuell noch ein Becherpfand. Becherpfand war, glaube ich, um die 20 Zloty oder auch vielleicht 15 Zloty. Vielleicht kann mich da jetzt auch irgendjemand korrigieren, der vielleicht selber in Breslau auf dem Weihnachtsmarkt war. Ich finde, es ist in Ordnung. Ich finde, es ist in Ordnung. Man muss ja auch bedenken, die Leute, die haben ja auch Umkosten, die müssen das ja irgendwie auch finanzieren und so weiter und so fort. Auch muss man bedenken, wir sind hier in Breslau. Breslau ist jetzt nicht die günstigste Stadt in Polen und somit würde ich sagen, 15 Zloty jetzt nur für den Glühwein ohne Becherpfand, vollkommen in Ordnung. Man hätte sich auch einen Glühwein kaufen können ohne diesen Becherpfand, also ohne Glaspfand. Da hat man einfach einen ganz normalen, ich glaube, Pappbecher gekriegt. Der hätte dann 1 Zloty extra gekostet, also 25 Cent oder irgendwie so extra. Ich finde, das sind Preise, die sind in Ordnung, wenn man zumindest dort als Tourist hinfährt. Ja, ich denke mal, für den Einheimischen ist das, ja, okay, oder ich sag mal so, für die Einwohner in Breslau ist das vielleicht noch annehmbar, weil da auch die Löhne und Gehälter ein bisschen höher sind. Die können sich das wahrscheinlich auch ein bisschen mehr leisten. Aber wie gesagt, also ich will da jetzt auch nicht zu weit darauf eingehen. Meiner Meinung nach ist das auch vollkommen in Ordnung. Auch haben wir uns da einen Kuchen geholt und zwar blende ich das dann da, habe ich das dann auch in meinem Weihnachtsvideo da eingeblendet, haben wir uns da Sękacz geholt, so ein Stück Sękacz. Das ist in Deutschland vergleichbar mit einem, weiß nicht, Baumkuchen oder irgendwie sowas. Ist auf jeden Fall sehr lecker. Wenn ihr mal in Polen seid und ihr seht mal einen Kuchen, der Sękacz heißt, holt euch auf jeden Fall mal ein Stück. Das ist auf jeden Fall lecker und wir haben jetzt auch für so einen Kuchen, ich weiß jetzt auch gar nicht, wie viel Gramm das waren, haben wir jetzt 35 Zloty bezahlt. Entschuldigung, 36 Zloty. 36 Zloty sind 8,28 Euro so ungefähr. Den haben wir dann auch mit nach Karpacz genommen. Das Video zur Karpacz packe ich euch auch in der Videobeschreibung rein, könnt ihr euch auch gerne anschauen. Und dann haben wir zu Weihnachten dann den Sękacz auch gegessen. Haben wir extra so gekauft, dass wir dachten, ja okay, dann werden wir dann ein Stück Kuchen haben aus Breslau noch. Ja, und das war natürlich genial für uns. Ja, wir haben uns auf jeden Fall sehr gefreut. Und ja, der war auf jeden Fall lecker, ne, muss man sagen. Dann hatten wir auch noch Restaurantbesuche. Manchmal gönnen wir uns das dann auch einfach mal ins Restaurant zu gehen. Wir gehen nicht immer ins Restaurant. Es kommt auch sehr oft vor, dass wir, oder ich sag mal so, wir buchen uns extra Apartments mit Küche, da wir auch sehr viel dann auch immer abends zu Hause uns Essen machen oder auch Mittag kochen oder halt auch zu Hause frühstücken. Aber manchmal ist das auch einfach so, dass wir ins Restaurant gehen. Dann habe ich in Breslau eine Pierogi-Bude gesucht. Ja, Moment, ich muss mal gucken, wie die Pierogi-Bude hieß. Muss ich mal schauen. Genau, Pierogarnia Rynek 26. Laut Google-Bewertung ein super Restaurant, also von fast 10.000 Bewertungen 4,6 Sterne. Ist auf jeden Fall eine sehr gute Bewertung. Ich habe dort ein paar Portionen Pierogi geholt und ich kann das wirklich bestätigen. Das ist wirklich
eine sehr gute Pierogi-Bude. Ich kann mir vorstellen, wenn man jetzt im Restaurant drinne sitzt und dort die Pierogi frisch ist, ist das noch besser. Ich habe die jetzt zum Mitnehmen genommen, da meine Frau zu Hause mit dem Kind war. Und ja, ich bin dann Essen holen gegangen. Wirklich top Pierogi, muss man ganz klar sagen. Also kann ich wirklich jedem empfehlen, der dort ist, dort vielleicht mal vorbeizuschauen. Nur natürlich sind die Preise jetzt auch nicht die günstigsten. Eine Portion Pierogi kostet um die, oder ich sag mal so, zwischen 35 und 45 Zloty, je nachdem welche Sorte man haben will. Eine Portion gebackene Pierogi, das sind gerade mal 5 Pierogi. Ich bin jemand, der viel isst und somit mussten wir, glaube ich, 4 oder 5 Portionen haben wir uns geholt. Wir haben auf jeden Fall insgesamt nur allein in der Pierogalnia haben wir 176 Zloty gelassen, was umgerechnet circa 40 € sind. Es ist jetzt, wenn man das jetzt auf deutsche Verhältnisse sich umrechnet, natürlich nicht viel. Das ist auch eine Sache, was ich immer sage, Restaurantbesuche in Polen sind immer noch günstig, zumindest für den Touristen. Das ist wahnsinnig, wenn man sich überlegt, man kriegt 5 Portionen Pierogi für 40 €. Das ist wirklich nicht viel, wenn man das jetzt mit Deutschland vergleicht. Hier in Polen muss man sagen, die Preise sind gestiegen. Normalerweise, wenn ich mit meiner Frau essen gehe, haben wir immer so Kosten für 2 Personen mit Getränke, so ungefähr 140, 150 Zloty. Hier sind wir schon bei fast 180 Zloty. Also man sieht schon die Preise von Jahr zu Jahr, die steigen immer ein bisschen. Es ist in Ordnung, also ich sag mal, ich bin da auch ganz ehrlich, solange der Geschmack stimmt und die Qualität stimmt, bin ich auch bereit, ein bisschen mehr zu zahlen. Die Restaurants, die haben ja auch Umkosten, die haben auch höhere Strompreise und so weiter. Deswegen ist das auch eine Sache, wo ich mir fast sicher bin, dass die das nicht machen, um mehr Geld zu verdienen. Die haben einfach auch höhere Umkosten und deswegen machen die einfach die Preise drauf und deswegen sage ich auch, es ist in Ordnung für mich. Also da waren wir einmal in der Pierogalnia und danach waren wir noch am nächsten Tag in einer Pizzeria. Da habe ich dann 2, 3 Pizzen geholt. Diese 2, 3 Pizzen, die haben uns 91 Zloty gekostet. Man muss da sagen, dass ich da jetzt nicht irgendwelche großartigen Superpizzen irgendwie geholt habe mit super Belege oder sonst irgendetwas. Wir haben uns wirklich nur die einfachsten Pizzen geholt, weil wir auch keine Lust hatten auf irgendein Mischmasch. Und da hatten die dann irgendwelche Margarita-Pizza oder irgendwie sowas. Die waren, ich fand sogar zum Verhältnis sehr günstig, wenn ich das jetzt mit anderen Pizzerien vergleiche. Also wie gesagt, wir haben 3 Pizzen geholt, für die 3 Pizzen 91 Zloty bezahlt, was ich verdammt günstig finde. Hier in Łódź zum Beispiel zahle ich schon mehr. Hier zahlen wir um die 45 Zloty für eine Pizza. Die waren jetzt nicht schlecht, also man kann jetzt nicht sagen, dass das schlechte Pizzen waren, aber ich habe schon bessere Pizzen gegessen. Diese 91 Zloty sind umgerechnet ungefähr 20 €. Es ist in Ordnung vom Preis her, ne? Aber ja, dann kann man jetzt sagen, wir haben jetzt zusammen 267 Zloty für Restaurantbesuche nur in Breslau bezahlt. Das sind umgerechnet ungefähr 61,38 €. Auch noch eine ganz wichtige Sache, was vielleicht auch nennenswert ist, sind die Bäckereien in Breslau. Wir haben uns immer morgens Brot geholt bzw. Brötchen. Wir frühstücken eigentlich immer zu Hause. Wir hatten gegenüber von unserem Apartment eine Bäckerei, die auch in Breslau sehr bekannt ist. Die nennt sich Chleboteka. Chleb ist Brot und Biblioteka oder ja, Biblioteka ist wie Bibliothek und die haben daraus ein Wortspiel gemacht. Chleboteka, das wäre so wie Brotothek. Vielleicht kann man das so übersetzen, also ich denke mal, das ist jetzt sowieso komplett falsch, aber so, damit ihr vielleicht wisst, woher das kommt. Aber man muss sagen, das Brot und die Brötchen sind dort verdammt teuer. Also ich kann euch nur mal so ein Beispiel nennen, wenn ich mir hier in Łódź Fitnessbrötchen hole, also die nennen sich hier Fitnessbrötchen, dann zahle ich 1,20 Zloty, das sind umgerechnet ungefähr 28 Cent, jetzt in Euro umgerechnet. Auch hier muss man bedenken, dass der Preis gestiegen ist. Die haben früher 80 Groschen gekostet, mittlerweile sind wir bei 1,20 Zloty. Also man sieht, die Inflation ist überall, da bleibt wirklich nichts verschont, überall kommen die Preise drauf. In Łódź zahlen wir 1,20 Zloty für ein Fitnessbrötchen und in der Chleboteka haben wir 4,60 Zloty für ein Fitnessbrötchen bezahlt. Also das heißt, dass in Breslau ein Brötchen 4-mal so teuer ist wie in Łódź. Das ist natürlich gigantisch. Hier in Łódź, wenn wir jetzt ein ganz normales Weißbrot holen, sind wir unter 5 Zloty, ich glaube 4,50 Zloty. Dort in der Chleboteka waren es um die 10 Zloty. Also das ist dann schon auf jeden Fall Wahnsinn. Da merkt man auf jeden Fall, ja, du bist jetzt gerade in Breslau, hier ist der Preis ein bisschen höher. Aber naja, was willst du machen? Wir haben uns jetzt dort auch die Brötchen und Brot geholt, um irgendwie frühstücken zu können, ne? Also somit haben wir dann jetzt auch 36 Zloty beim Bäcker nur gelassen, nur beim Bäcker 36
36 Zloty, das ist nicht wenig. Ja, und diese 36 Zloty sind ungefähr 8,28 €. Naja, aber das bleibt ja nicht aus. Und, ja, und dann hatten wir natürlich dann jetzt auch noch so ein paar Unkosten. Wir sind hin und wieder mal einkaufen gegangen. Wir haben auch ein Kleinkind und da muss man dann auch einfach sagen, dass man dann auch ganz normal einkaufen geht, um hier und da ein paar Sachen zu holen. Das sind dann natürlich jetzt hier auch noch alles individuelle Kosten, aber wir waren zum Beispiel auch in diesen 2,5 bzw. 3 Tagen in Biedronka oder Żabka mal kurz einkaufen, um hier und da mal was zu holen. Da haben wir auch nochmal ungefähr 144 Zloty 40 ausgegeben. Diese 144 Zloty 40 sind umgerechnet ungefähr 33,20 € und somit waren das auch jetzt, glaube ich, alle Kosten, die wir hatten. Also wir waren vom 10. bis zum 13. Dezember in Breslau. Wie gesagt, das war so gerade diese, ich würde jetzt mal sagen, auch vielleicht Hauptzeit, Hauptweihnachtszeit, wo natürlich die Preise vielleicht ein bisschen höher sind, wo für die Touristen vielleicht auch das ein oder andere angehoben wird in bestimmten Sachen, zumindest was Apartments angeht eventuell oder gerade wenn man auf dem Weihnachtsmarkt ist. Aber damit muss man halt einfach rechnen, wenn man irgendwo hinfährt, dass man dann dort auch als Tourist dann auch behandelt wird. Das ist ja in Ordnung. Aber somit haben wir jetzt auch eine Gesamtsumme. Diese 3 Tage Breslau haben uns jetzt insgesamt 1489 Zloty und 98 Grosze gekostet, was umgerechnet ca. 342,52 € sind. Also ja, jetzt habt ihr mal so einen ganz groben Überblick. Wenn ihr nach Polen fährt, natürlich, wie gesagt, müsst ihr nicht alle Kosten 1:1 übernehmen. Jeder macht das ja ein bisschen individuell. Wenn ihr aus Deutschland fährt, habt ihr natürlich andere Spritpreise zum Beispiel. Ihr könnt euch auch vielleicht ein anderes Hotel nehmen oder vielleicht eine Unterkunft, die vielleicht nicht direkt mitten im Zentrum ist. Dann könnt ihr da vielleicht auch noch hier und da ein paar Zloty sparen. Aber ich denke mal schon, wenn ihr gerade im Zentrum seid und ins Restaurant geht, dann muss man schon immer ja, mit solchen Preisen rechnen, dass man für 2 Personen, wenn man irgendwo essen geht, schon 150 bis 200 Zloty da lässt, so ungefähr. So, das waren meine Preise jetzt aus Breslau. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Ihr könnt mir mal in den Kommentaren hinterlassen, ob ihr mit diesen Preis gerechnet habt oder dachtet ihr vielleicht, ach, es könnte vielleicht günstiger werden oder vielleicht habt ihr auch mit mehr gerechnet. Das würde mich auf jeden Fall interessieren, was eure Meinung dazu ist. In diesem Sinne danke ich dir wirklich, dass du dir dieses Video bis zum Ende angeschaut hast. Bleib gesund und bis zum nächsten Mal. Ciao!